In dieser Demo werden wir lernen, wie man durch die Kombination des Befehls flachen Momentenaufnahme erstellen und der Verwendung des 3D-Navigators 2D-Ansichten aus einem 3D-Modell erstellt. Mit dem Befehl flachen Momentenaufnahme erstellen, der auch auf dem Ribbon Einfügen zu finden ist, können Sie 2D-Ansichten aus einem 3D-Volumenmodell erstellen, die als Block in die Zeichnung eingefügt werden. Wir können ihn auch durch Eingabe des Alias fshot ausführen. Es wird die Ansicht genauso projiziert, wie wir sie in dem Moment sehen. Das Dialogfenster erlaubt es Ihnen, verschiedene Optionen für das Erstellen der 2D-Projektion zu setzen. Im Arrows Commander können wir zum Beispiel die Farbe und die Linienart sowohl für die Vordergrundlinien als auch für die verdeckte Linien einstellen. Wenn von Ihnen gewünschter Linientyp noch nicht geladen ist, können Sie ihn hier direkt hinzufügen. In dem Dialogfenster zum Laden von Linienarten kann bei Bedarf auch der globale Maßstab der Linienskalierung, der für die gesamte Zeichnung gilt, angepasst werden. Wir bestätigen mit OK und können den Block in der Zeichnung positionieren. Nun folgen die Abfragen zur X- und Y-Skalierung des Blockes und für den Winkel, für die wir in diesem Fall die Standardwerte mit Enter bestätigen. Beachten Sie bitte, dass das Werkzeug flache Momentaufnahme die gesamte 3D-Geometrie der Zeichnung berücksichtigt. Wenn Sie mit zu detaillierten 3D-Objekten arbeiten, die aus vielen gekrümmten Flächen bestehen, empfehlen sich andere Methoden zum Erstellen von 2D-Ansichten, zum Beispiel manuelles Erstellen von Ansichten einzelner Objekte oder von Schnitten durch 3D-Volumenmodelle. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Wir wechseln die Ansicht. Beachten Sie, dass unsere Arbeitsebene für das Ablegen des Blockes durch das benutzerdefiniertes Koordinatensystem definiert wird und sich noch an der ursprünglichen Position befindet. Wir wählen erneut den Befehl flache Momentaufnahme erstellen. Wir behalten die vorherigen Werte bei und drücken OK. Nun können wir in der Zeichnung navigieren, um eine günstige Ansicht der Ebene zu erhalten, in die wir die Ansicht einfügen. Wir positionieren den Block und drücken erneut mehrmals die Eingabetaste, um die Standardwerte zu akzeptieren. So können wir alle benötigten Ansichten des 3D-Modells erstellen und sie weiter mit Bemaßungen, Beschriftungen und so weiter versehen, bevor wir Blätter im Papierbereich einrichten, die unsere 3D- und 2D-Ansichten enthalten.